Hallo, ich hoffe, ihr habt keine Höhenangst. Wandert mit mir im Harz über spektakuläre Wege zu tollen Aussichten. Und nun viel Spaß. Meine Wanderung geht auf einem Parkplatz bei Ilfeld los. Von hier aus wandere ich zum Dreitelerblick auf den Poppenberg und seinen Aussichtsturm, zur Ilfelder Wetterfahne und zuletzt zum Gänseschnabel. Insgesamt kann man auf dieser Tour 3 Stempelstellen der Harzer Wandernadel holen. Ich habe die Streckenführung auf Komoot sowie den Startpunkt auf Google Maps für euch vorbereitet. Ihr findet die Informationen in der Videobeschreibung. Gleich am Anfang habe ich Glück und kann die Harz-Querbahn, eine dauerhaft mit Dampflokomotiven betriebene Bahn sehen. Fans von Dampflokomotiven sollten auf jeden Fall mal in den Harz kommen. Jetzt geht es erst einmal berghoch zum ersten Aussichtspunkt. Bei dem ersten Ausblick und der ersten Stempelstelle, Dreitelerblick, angekommen, findet sich neben dem Stempelkasten eine schöne Sitzecke, um eine Pause zu machen. Im Sommer eine tolle Idee, es ist aber recht frisch draußen, sodass ich mich erstmal nicht hinsetze, sondern zum Aussichtspunkt gehen will. Hier ist auch nochmal eine Bank, von der man aus einen epischen Ausblick hat. Man sieht von hier das Brandesbachtal, das Ilfelder Tal und das Kalte Tal. Wir haben in etwa 4 Grad Celsius, es scheint Regen aufzukommen und ich will weiter. Los geht es von hier aus zum Poppenberg und seinem Aussichtsturm. Von hier aus wird der Weg richtig spannend. Es geht sehr schnell den Berg hoch, die Kamera hat Mühe, das Gelände überhaupt richtig einzufangen. Alternativ gibt es aber auch einen einfacheren Breitenweg. Es ist richtig toll hier. Oha, hier wurde ordentlich durchgeforstet. Der Waldweg ist schlammig und völlig unpassierbar. Ich muss mir einen Weg direkt durch den Wald suchen. Von dieser breiten Kreuzung aus geht es hoch zum Turm. Gleich bin ich da.
Hier am Fuße des Turms ist wieder eine Hütte. Ich habe Hunger und mache mir etwas zu essen. Es gibt Nudeln mit Soße. Nun geht es erstmal hoch auf den Poppenbergturm. Der Poppenberg selbst ist in etwa 600 Meter hoch. Der Turm darauf wurde 1894 errichtet und ist 33,5 Meter hoch. Er wurde nach Fürst Otto zu Stolberg-Wernigerode benannt. Die offene Bauweise erfordert Schwindelfreiheit, das Erklimmen ist recht anstrengend, aber der Ausblick ist es wert. Nun geht es ein Stück des Weges zurück und zur Ilfelder Wetterfahne. Ach, was für eine Überraschung! Der verschlammte Weg war wegen Forstarbeiten gesperrt. Von dieser Seite aus steht sogar ein Schild. Das Wetter klart auf, es fühlt sich sogar schon ein bisschen wärmer an und von hier aus kann man schon den einen oder anderen schönen Ausblick ins Tal erhaschen. Meine letzte Stempelstelle liegt an der Ilfelder Wetterfahne. Die Ilfelder Wetterfahne wurde bereits 1870/71 gebaut und 1974 neu aufgebaut. Sie ist das Wahrzeichen von Ilfeld und von hier aus bietet sich ein super Ausblick auf den Ort und die Umgebung. Von hier aus geht es wieder zurück zum Startpunkt. Der Weg wird allerdings spannend. Anfangs nur schmal, wird er zeitweise sehr steil und hat viel mit Klettern zu tun. Ich finde, die Steilheit des Weges kommt auch hier auf der Kamera nicht richtig zur Geltung. Ich habe ernsthafte Mühe, hier runter zu klettern. Dafür belohnt der Weg mit dem Gänseschnabel. Er ist ein eigentümlich geformter Fels. Um den Gänseschnabel rankt sich die Sage von einer verzauberten Gänsehirtin, die sich in einen Mönch aus dem Kloster Ilfeld verliebt hatte. Eine Hexe soll den Mönch in einen Felsen verwandelt haben, als dieser ihr von der anderen Talseite zuwinkte. Als die Hirtin in Tränen ausbrach, verwandelte die Hexe auch sie zu Stein. Der Pfad führt nun noch über eigentümliche Felsformationen ins Tal.
Nach ein paar Metern, die ich an der Straße entlang gehe, geht es noch über das Flüsschen Beere zum Startpunkt zurück. Ich hoffe, meine Wanderung hat euch Spaß gemacht. Ich persönlich finde diese Wanderung als eine der schönsten im Südharz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.